Das Gold der Pharaonen. Sie sind gerade einmal nur 2 mm klein und dennoch haben sie einen phänomenalen Siegeszug rund um den gesamten Globus angetreten. Und das bereits vor 3000 Jahren. Die Rede ist von den Schwarzkümmelsamen, aus denen das kostbare Schwarzkümmelöl gepresst wird. Egal ob im Abendland, im Morgenland, im Reich der Mitte oder in Indien. Seit Jahrtausenden gilt das Schwarzkümmelöl als äußerst begehrtes Heilmittel. Und selbst in den 3000 Jahre alten Papyrusschriften der Ägypter, die ja unter anderem für ihre hochentwickelten Wohlfühlmethoden bekannt waren, wurde der kleine schwarze Samen bereits verewigt. Von den Leibärzten der Pharaonen wurde Schwarzkümmel für die Gesundung ihrer Herrscher eingesetzt. Berichten zufolge war der Pharao Tutanchamun derart vom Schwarzkümmel begeistert, dass seine Diener immer eine Flasche des kostbaren Öls bei sich tragen mussten. Nach seinem Tod gab man ihm sogar eine Amphore davon mit ins Grab. Für die Reise ins Jenseits. Kleopatra und Nofretete sollen dem Schwarzkümmelöl ihre samtweiche und wunderschöne Haut verdanken. Da die Ägypter Schwarzkümmel sehr vielseitig einsetzten, gilt es auch heute noch als das Gold der Pharaonen. Auch die heutige moderne Wissenschaft hat den Wert des alten Volksheilmittels Schwarzkümmel erkannt. Mittlerweile existieren über 700 Studien, die alle Erwartungen übertrafen. Aber was genau ist der Grund, dass dieser kleine schwarze Samen weltweit für dieses Aufsehen sorgt? Seit Tausenden von Jahren. Nun, in der Kürze der Zeit lassen Sie uns einen Blick auf die wichtigsten Inhaltsstoffe des Schwarzkümmelöls werfen. Auf die sogenannten essentiellen Fettsäuren. Nun denken Sie vielleicht, Fett? Habe ich Fett gehört? Und das soll gesund sein? Ja, denn Fett ist nicht gleich Fett. Es wird unterschieden zwischen den gesättigten Fettsäuren und den ungesättigten Fettsäuren. Die gesättigten Fettsäuren finden sich vor allem in tierischen Lebensmitteln wie Butter, Milchprodukten, Fleisch, Wurstwaren. Zudem sind sie fast immer auch in Süßwaren oder Gebäck enthalten. Auch Fertiggerichte und Fastfood strotzen geradezu vor gesättigten Fettsäuren. Sie liefern Energie und sind wichtig für die Verstoffwechselung der fettlöslichen Vitamine. Aber zu viel davon ist für den Körper ungesund, weil sie sich in den Zellmembranen einlagern und somit den Stoffwechsel verlangsamen. Die ungesättigten Fettsäuren, insbesondere die mehrfach ungesättigten Fettsäuren dagegen, sind für uns lebensnotwendig. Deshalb heißen sie auch essentielle Fettsäuren und essentiell bedeutet lebensnotwendig. Und genau diese lebensnotwendigen Fettsäuren finden sich zuhauf im Schwarzkümmelöl. Und das ist gut so, denn diese Fettsäuren sind unter anderem extrem wichtig für den täglichen Zellaufbau. Eigentlich sind wir nichts anderes als ein Zellhaufen. Zugegeben, das klingt nicht gerade romantisch, aber so ist es. Alles beginnt bei der Zeugung mit dem Zusammenschluss von nur 2 Zellen. Der Eizelle der Frau und das Spermium des Mannes. Zusammen bilden sie die erste Zelle eines Menschen. Diese wächst heran und sobald sie groß genug ist, teilt sie sich. Der Prozess wiederholt sich immer wieder, bis wir im Erwachsenenalter aus ca. 100 Billionen Zellen bestehen, die sich zu dem Wunderwerk Mensch formatieren. Da dieses Wunderwerk im Inneren sehr komplex und verschiedenartig ist, sind auch folglich die Abermilliarden von Zellen völlig unterschiedlich. Jede Zelle übernimmt also andere Aufgaben. So sind Nervenzellen beispielsweise darauf spezialisiert, möglichst schnell Nachrichten aufzunehmen, zu verarbeiten und weiterzuleiten. Herzzellen müssen sich rhythmisch zusammenziehen können, ganz anders die Zelle einer Haarwurzel. Sie ist für die Bildung des Haars verantwortlich. Erst durch die Spezialisierung der Zellen ist der komplexe Aufbau des menschlichen Organismus überhaupt möglich. Unsere Zellen funktionieren also nach dem Prinzip Arbeitsteilung und sind dementsprechend aufgebaut und spezialisiert. Damit die Arbeit aller verschiedenen Zellen im Laufe unseres Lebens auch jeden Tag reibungslos funktioniert, werden permanent kranke, alte und weniger wirksame Zellen ausgetauscht. Wie bei einem alten Auto. Wenn beispielsweise die Reifen, Zündkerzen, Bremse, Motorteile etc. defekt sind, werden sie durch neue ersetzt. Genauso ist es mit unseren Zellen. So werden jeden Tag ca. 600 Milliarden Zellen entsorgt. Sie sterben ab. Ein von Mutter Natur eingerichtetes Selbstmordprogramm, das man
Apoptose nennt. Diese körpereigene Apoptose ist ein unbedingt lebensnotwendiger Prozess für den Organismus. Sie sorgt für die ungestörte Funktion gesunder und funktionsfähiger Zellen. Die Apoptose findet während des gesamten Lebens statt. Aber keine Angst, die gleiche Anzahl an Zellen wird auch täglich neu gebildet. Und so entstehen beispielsweise durch das Auf und Ab der Zellen alle 5 Tage eine komplett neue Darmschleimhaut. Alle paar Wochen erneuern sich die Leberzellen komplett und jeden Monat die Haut. Man geht heute davon aus, dass sich fast der gesamte Körper alle 7 Jahre erneuert, durch das Absterben und Erneuern der verschiedenen Zellen. Und genau für diesen Prozess sind die essentiellen Fettsäuren aus dem Schwarzkümmelöl unentbehrlich. Sie spielen nämlich bei der täglichen Neubildung der Zellen eine immens wichtige Rolle. Ohne essentielle Fettsäuren wäre hier das Zellchaos vorprogrammiert. Diese allein zeigt, wie wichtig essentielle Fettsäuren für uns sind. Darüber hinaus spielen sie auch eine wichtige Rolle für unsere Immunzellen, also unser gesamtes Immunsystem. Da unser Körper die wichtigsten mehrfach ungesättigten Fettsäuren nicht selber herstellen kann, müssen wir diese täglich konsumieren. Aber Achtung, weltweit gibt es verschiedene Schwarzkümmelölqualitäten. Die ursprüngliche Heimat des Schwarzkümmels ist Ägypten. Er wächst aber auch in Südeuropa und Westasien. Egal, wo die Pflanze wächst, optisch ist sie immer gleich. Circa 50 cm hoch, die Blüten sind entweder blau oder weiß mit bläulich oder grünlich verfärbten Spitzen. Nach einem Jahr verblüht die Schwarzkümmelpflanze, ähnlich wie Mohn, zu einer Balgkapsel, die den schwarzen Samen enthält. Und aus diesem Samen wird dann das kostbare Öl gewonnen. Aber eben bei dem Öl gibt es qualitativ große Unterschiede. Nur der Schwarzkümmel mit dem botanischen Namen Nigella sativa ist sozusagen das Nonplusultra unter diesen Pflanzen. Und die Nigella sativa Pflanze, die zum Beispiel in Südägypten wächst und auch echter Schwarzkümmel genannt wird, gilt weltweit als der beste Schwarzkümmelöllieferant überhaupt. Keine andere Schwarzkümmelpflanze kommt auch nur im Entferntesten an die außerordentlich hohe Qualität heran. Und so bieten wir Ihnen auch nur und ohne jeden Kompromiss das Öl aus der echten Schwarzkümmelölpflanze Nigella sativa aus Ägypten an. Von einer guten Schwarzkümmelölqualität spricht man, wenn der Gehalt an ungesättigten Fettsäuren insgesamt bei mindestens 50% liegt. Der Gehalt bei echtem Schwarzkümmelöl von Natura Vitalis liegt bei der letzten Ernte bei insgesamt unglaublichen 88,4%. Dies bestätigt das renommierte unabhängige LEFO-Institut für Lebensmittel und Umwelt GmbH. Dieses herausragende Ergebnis erreichen wir seit vielen Jahren nur, weil unser Schwarzkümmelöl alle Qualitätseigenschaften der besonderen Güteklasse vereint. Eine sorgfältige Ernte der verwendeten Schwarzkümmelsamen, eine äußerst schonende Kaltpressung, eine Weiterverarbeitung nach höchsten Standards und eine professionelle Lagerung. Wir empfehlen Ihnen täglich morgens und abends je eine Kapsel mit etwas Flüssigkeit zu verzehren. Damit nehmen Sie 1000 Milligramm reines, echtes Schwarzkümmelöl zu sich. Ihr Körper wird es Ihnen danken.